Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid, denn heute wollen wir genau zeigen, wie wir einen Wanddurchbruch herstellen und einen 4,5 Meter Stahlträger einbauen. Unser Video ist nicht gesponsert und wir haben alle Materialien und Werkzeuge selbst gekauft. Dieses Haus aus den 1960er Jahren hat eine Küche von 18 Quadratmetern, die wir mit dem Wohnzimmer verbinden wollen. Momentan befindet sich hier eine Doppeltür aus Holz, die als Durchbruch nicht ausreicht. Wir räumen zunächst alles raus und reißen die Holztür ab. Die Decke wollen wir auch komplett neu machen, also werden die alten Paneele und die Strohputzdecke entfernt. Nachdem auch die alte Dämmung entfernt ist, können wir mit dem Mauerdurchbruch beginnen. Wir bringen Baustützen unter den Deckenbalken an. Damit sie sich nicht verdrehen oder abrutschen können, fixieren wir sie mit Schrauben. Wir achten darauf, dass die Stützen gerade stehen und der Untergrund stabil ist. Sind alle Deckenbalken abgestützt, können wir mit dem Abtragen der Wand beginnen. Es handelt sich hier um ein zweischaliges Mauerwerk aus Kalksandstein und Kalkmörtel. Die Steine lassen sich daher leicht lösen und abtragen. Viele Steine sind sauber und unbeschädigt, die lagern wir seitlich zur Wiederverwendung. Jetzt wird auch der vorhandene Betonsturz der Tür erkennbar. Zunächst wollen wir den alten Sturz komplett freilegen. Dafür tragen wir beide Mauern oberhalb des Sturzes ab. Jetzt wollen wir den Sturz mit dem Stemmhammer zerlegen. Es geht nur langsam voran und wir nutzen auch eine große Flex, um den Beton klein zu kriegen. Wir haben den Sturz jetzt auf die halbe Dicke gebracht und entfernen nun zunächst weiter kontrolliert die Mauer. Natürlich kann man hier mit Vorschlaghammer schneller vorankommen, allerdings wollen wir das umliegende Mauerwerk auf keinen Fall lösen oder destabilisieren. Jetzt wird der Rest vom Sturz klein gemacht.
Es dauert eine Weile, bis wir ihn so klein haben, dass er leicht genug ist, ihn zu zweit herunterheben zu können. Jetzt den Rest kleinschlagen und so kann der Bauschutt gut beim nächsten Recyclinghof entsorgt werden. Jetzt tragen wir den Rest der Mauern ab. Die Mauer wird bis auf das Fundament abgetragen. Die Fläche säubern wir und bringen eine Bitumenabdichtung als Horizontalsperre auf. Wir achten darauf, an der vorhandenen Horizontalsperre anzuschließen. Für die Auflage des neuen Stahlträgers sollen die Mauern neu aufgemauert werden mit den vorhandenen Kalksandsteinen. Die Wand wird 24 cm breit für ein sattes Auflager und eine gute Stabilität. Dabei achten wir darauf, die neue Mauer bestmöglich mit dem anliegenden Mauerwerk des Schornsteins zu verzahnen. Außerdem versuchen wir, keine Kreuzfugen zu produzieren. Die sehr trockenen Steine legen wir in Wasser ein, damit sie die Feuchtigkeit nicht zu schnell aus dem Zementmörtel ziehen. Wir mauern bis auf 30 cm unter der Decke. Auf der anderen Seite wird ebenfalls ein neues Auflager gemauert. Die neuen Mauern ragen etwa 60 cm in den Raum. Nun lassen wir das neue Mauerwerk 2 Wochen lang abbinden. Wir haben uns einen gebrauchten Stahlträger bestellt. Dieser IPE-Träger hat genau die Länge der Zimmerbreite, also 4,5 Meter. Er ist 27 cm hoch und 14 cm breit. Dieser Träger wird die Last der Holzbalkendecke problemlos aufnehmen und an die gemauerten Stützen weitergeben.
Für unseren Mauerdurchbruch haben wir im Vorfeld eine statische Berechnung machen lassen. Der von uns gekaufte Träger aus einem gebrauchten Palettenregal entspricht in etwa den in der Statik geforderten Anforderungen. Nach der Lieferung ist der nächste Schritt, den 180 Kilogramm I-Träger an den Einbauort zu bekommen. Zum Ziehen sind dabei Spanngurte mit Haken hilfreich, so muss man sich nicht so viel bücken. Hier können wir den Träger nur durch die Fensteröffnung zur Einbaustelle schieben. Die Zugänglichkeit mit dem Träger sollte man bei solch einem Projekt im Vorfeld bedenken. Wir nutzen Gerüstböcke, um den Träger in Position zu bringen. Dabei arbeiten wir mit 3 Böcken, die wir nach und nach auf Höhe bringen und drunter stellen. Dafür ist ein dritter Mann nötig, sodass man mit 2 Mann den Träger anheben kann. Wir legen uns Paletten unter, um den Träger leichter auf die nächste Höhe heben zu können. Um das Ende des Trägers auf das neue Auflager legen zu können, muss hier an der Schornsteinmauer einiges weggeschnitten werden. Der Träger liegt jetzt diagonal zwischen den Auflagern. Damit er sich beim Aufsetzen auf die Mauern nicht verkantet, fräsen wir die Wände noch etwas ab mit dem Akku-Winkelschleifer. Bevor wir den Träger auf die Mauer hieven, bringen wir Dachlatten so an, dass er nicht zu weit rutschen kann und womöglich auf der anderen Seite herunterfällt.
Hier kommen wir mit einer Palette und 2 stabilen Stühlen auf die richtige Höhe, um den Träger auf sein erstes Auflager zu setzen. Das hat sehr gut geklappt und wir sichern den Träger auch auf der anderen Seite mit Dachlatten gegen Umkippen. Dann kommt die andere Seite. Auch hier passt er gut. Die Gerüstböcke können schon wieder weg. Wir bringen 2 Baustützen so an, dass der Träger von unten bis an die Deckenbalken gedrückt wird. So sitzt der Träger so hoch wie möglich und alle Balken liegen direkt auf dem Stahlträger auf gleicher Höhe. Der so entstandene Abstand zum Auflager wird nun mit passenden geschnittenen Kalksandstein zugemauert. So verschwindet nun auch der verlängerte Flansch des Trägers und sorgt für zusätzlichen Halt in der Mauer. Die Fuge wird ebenfalls mit Zementmörtel flächig ausgefüllt. Es hilft hier, krümeligen Mörtel zu verwenden, der nur leicht feucht ist. Oder man verwendet Quellmörtel, der auf jeden Fall nicht schrumpft beim Aushärten. Anstatt der Fugenkelle kann man auch eine dünne Holzleiste nehmen und den Mörtel richtig stopfen. Die Zementmörtelfuge sollte nicht dicker als 3 cm sein. Im Bereich des Schornsteins schließen wir die Lücken mit erdfeucht angemischtem Estrichbeton. Wir lassen die Mörtelauflage eine Woche gut durchhärten und feuchten die Fugen gerade in den ersten Tagen immer wieder nach. Erst dann entfernen wir die Baustützen. Hier sieht man, wie der Balken sich einige Millimeter absenkt und dann auf dem Träger ruht.
Auch die Baustützen, die den Träger zur Untermauerung hochgedrückt haben, können nun entfernt werden. Zum ersten Mal ist nun die Größe der Wandöffnung sichtbar und das gefällt uns sehr gut. Es geht weiter, denn der Träger soll noch verkleidet werden. Dafür werden Dachlatten rechts und links neben dem Träger an die Deckenbalken geschraubt. Diese werden mit Hilfe einer Maurerschnur in einer Flucht und mit Hilfe der Wasserwaage vertikal ausgerichtet. Die Latten werden miteinander verbunden und bilden damit die Unterkonstruktion für die Verkleidung aus Gipskartonplatten. Zusammen mit den Dachlatten und dem Gipskarton soll der Träger so breit sein wie die gemauerten und verputzten Auflager. Als nächstes bauen wir nun erst die Zwischendecke weiter mit Dämmung und Dampfbremsfolie. Die Dampfbremsfolie führen wir um den Träger herum und können sie schön auf den Dachlatten tackern. Sind beide Decken mit Folie versehen, bringen wir Dachlatten an und verkleben die Folie mit der Wand. Nun kann keine Feuchtigkeit aus dem Raum an den Träger und in die Dämmung gelangen. Da wir nun noch Kabel unter der Decke verlegen wollen, wird erst die gesamte Elektroinstallation fertiggestellt. Dann können die Decke und der Träger mit Gipskartonplatten verkleidet werden. Im Zuge der Sanierung bauen wir auch neue Fenster ein .
und erneuern den kompletten Fußbodenaufbau. Das heißt, eine neue Bodenplatte, Dämmung, Fußbodenheizung und Estrich. Zu vielen Arbeiten findet ihr detaillierte Videos auf unserem Kanal. Auch den Einbau der neuen Heizung mit Pufferspeicher und Holzofen haben wir dokumentiert. Unser neuer Wanddurchbruch ist nun fast fertig. Für das Verputzen der neu gemauerten Pfeiler bringen wir Eckputzschienen an. Und nutzen kalkhaltigen Mauer- und Putzmörtel. Der Gipskarton wird mit Dünnputz-Eckschienen versehen und mehrfach verspachtelt und geschliffen. So erhält man klare, saubere Kanten. Auf allen Wänden wird mehrfach Flächenspachtel aufgetragen und geschliffen. Über das Endergebnis der neuen offenen Wohnküche freuen wir uns sehr, denn es war viel Arbeit. Vielen Dank, dass ihr den Träger mit uns eingebaut habt und wir freuen uns, wenn dieses Video dem einen oder anderen bei dem eigenen Vorhaben weiterhilft. Wir wünschen viel Erfolg und freuen uns auf das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.